Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um eine Western-Gitarre aus dem Hause Taylor. Und zwar geht es heute um die 712E 12-Fret. Ja, also zuerst mal muss man sagen, ziemlich viele Zahlen für so eine kleine Gitarre. Moment, mein Mikrofon steht im Weg. So. Also 7, die erste Zahl der Bezeichnung der Gitarre, gibt die Klasse der Gitarre an. Ja, kann man so ganz einfach irgendwie über den Daumen peilen, dass 7, also es geht irgendwie von 1 bis 9 und 7, da muss man nicht für studiert haben, dass man versteht, dass 7 eine relativ hohe Klasse an Gitarre ist. Ja, das machen wir jetzt erstmal so vereinfacht. Ne? Es gibt noch andere Klassen bei Taylor, aber so, also die 7 zeigt eigentlich schon, es ist ein sehr hochwertiges Instrument. Ja? Also das kriegst du nicht geschenkt, das Ding. Die zweite Zahl bei 712 bannen wir jetzt nicht, aber die dritte Zahl, und das ist die 2. Und das gibt die Korpusform an. Ja? Und die Korpusform 2 ist Grand Concert. Ja, so nennen die das. Das ist eine relativ kleine Form. Mir fällt allerdings auf, dass da irgendwie jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Und ich finde die formmäßig eigentlich schon ziemlich nah dran, wenn nicht sogar gleich im Vergleich. Da hinten seht ihr sie gerade, Lakewood A32. Das ist Auditorium, das ist Grand Concert. Da muss man mal, ich glaube so wirklich, so eine komplette Norm, ja, eine richtige deutsche DIN-Norm gibt es da glaube ich nicht. Da kocht irgendwie jeder sein eigenes Süppchen, aber ist ja auch Latte, das kann nur zur Verwirrung führen, denke ich, bei manchen Personen. Kurz zu den Daten von dieser Gitarre hier. Das ist eine vollmassive Gitarre. Ja? Ab Taylor Klasse 3 sind die Gitarren vollmassiv und wir haben es hier mit natürlich einer vollmassiven Bauweise zu tun. Lutzfichte, das ist eine Fichtenart, die man vor allem bei Taylor-Gitarren findet und da habe ich was im Netz zu gefunden. Ich lese euch das mal vor. Lutzfichte taucht vor allem im Zusammenhang mit Taylor-Gitarren auf. Sie ist eine Kreuzung aus Sitka-Fichte und Weißfichte, wobei die in Nordamerika heimische Weißfichte aufgrund ihrer geringen Größe in Reinkultur kaum im Gitarrenbau Verwendung findet. Die Eigenschaften, die das Lutzfichtenholz als Hybride in sich vereint, ähnelt sehr stark den charakteristischen Eigenschaften von Adirondack. Und Adirondack ist uns, also mir zumindest, ein Begriff und das ist eine sehr, sehr hochwertige Fichte und eigentlich die Fichte, die man will. Ja, eine sehr teure Fichte. Und wenn das jetzt hier die Eigenschaften von, also daran kommt, ist es gut. Ganz einfach so salopp gesagt. Boden und Zagen hier aus indischem Palisander und nicht deckend lackiert. Das heißt, du kannst die Maserung dadurch sehen. Und hier können wir jetzt natürlich, das sieht jeder, ist eine Sunburst-Lackierung, in diesem Fall braun. Ja, die nennen das Western-Style. Western-Style Sunburst. Wir haben ein Binding hier außen an der Gitarre und das ist kein ganz normales Binding, sondern die haben hier an dem Rand des Bindings hat das Riefen. Das ist überlackiert, das ist glatt. Aber wenn man da durchguckt, sieht man, dass das Binding noch bearbeitet wurde. Ich blende da mal ein Bild ein. Rosette haben wir schwarz- und cremefarbene Streifen. Wir haben ein Schlagbrett, was einer Pepperoni-Salami ähnelt. Ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Alles in allem finde ich die Gitarre des Todes schick, aber da kümmern wir uns später drüber. Der Hals auch gebeindigt aus dem gleichen Material wie hier der Korpus. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir haben hier, da könnt ihr das sehen, haben wir Drehknöpfe. Und das ist klar, das ist ein Tonabnehmersystem, aber das behandeln wir nicht jetzt in dem Video, da machen wir ein extra Video und das kommt dann in Zukunft. 634 mm Mensur hat diese Gitarre und das heißt, dass die Mensur etwas kürzer ist als die übliche 650 mm Mensur und das merkst du vor allem beim Spielen. Ja? Das heißt, die Gitarre wirkt sehr, sehr handlich, aber das liegt nicht nur an der Mensur, sondern das liegt auch am Hals-Korpus-Übergang hier am 12. Bund. Ne? Das können wir ganz klar erkennen. Wir haben Inlays an 5, 7, 9 und 12, Hals-Korpus-Übergang, 12. Bund und am 15. Bund haben wir noch Inlays. Das ist ein Ebenholz-Griffbrett und wir haben hier oben im Binding drin, im Halsbinding, auch noch Punkte, die zur Orientierung des Spielers dienen. Die Gitarre hat eine klassische Kopfplatte und zwar nennt Taylor das Slotted-Kopfplatte, wir Deutschen sagen Fensterkopfplatte. Da ist ein Palisander, ja, ein Palisander drauf und die Halsstababdeckung hier hat auch eine Palisander-Abdeckung. Das Taylor-Logo hier oben drin, das wird das gleiche Material sein, gehe ich mal von aus, wie das Binding, weil es hat nämlich auch so kleine Rillen drin und ansonsten haben wir noch weiße Knöpfe hier auf den Mechaniken und der Hals hinten ist im Gegensatz zum Korpus, also der Korpus ist Hochglanz, ne?
könnt ihr, denke ich mal, erkennen. Und der Hals ist matt. Finde ich übrigens sehr schön gemacht, dass die hier das so ein bisschen heller gemacht haben. So ein bisschen, ja, Relic-Style nicht, aber ja, geht so in die Richtung. Man könnte meinen, das wäre an diesen Stellen halt abgenutzt, ne? Ja, das waren die klanglichen Ergüsse der Taylor 712E 12 Fret. So, lass uns mal kurz über diese Gitarre sprechen und was ich euch bis jetzt dazu sagen kann. Zuerst mal fand ich es ziemlich verwirrend, was da draußen im Netz abgeht. Ich habe quasi keine
richtigen Informationen zu dieser Gitarre gefunden, weil manchmal wird erzählt, dass das Sitka-Fichte ist, manchmal wird erzählt, dass es Lutz-Fichte. Und da habe ich bei Taylor angerufen und hatte echt mega coolen Typen am Telefon, der mit mir diese Gitarre mal komplett durchgegangen ist und der mir dann Daten zu dieser Gitarre geschickt hat. Und da muss ich auch wirklich Kompliment an Taylor geben. Ja, das habe ich auch schon bei Hanika gemacht, habe ich auch schon bei Lakewood gemacht. Es gibt einfach Gitarrenfirmen da draußen, die interessieren sich auch noch für die Kunden, wenn sie denn schon eine Gitarre haben, schon längst. Und vor allem habe ich diese Gitarre hier gebraucht gekauft. Und da wird sich trotzdem drum gekümmert und was ich mega, mega cool finde. Da habe ich mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Dann hat diese Gitarre, wie man ja natürlich erkennen kann und was ich auch schon erwähnt habe, den Hals-Korpus-Übergang am 12. Bund. Das ganze Instrument wirkt erstmal handlicher. Ne? Also dir fehlen natürlich 2 Bünde unten, das macht ungefähr einen großen Bund hier oben. So kannst du es ungefähr sehen. Ne? Das macht die ganze Gitarre handlich und das ist noch heftiger, weil... Moment. So, das ist noch heftiger, weil die Mensur natürlich auch noch etwas kürzer ist. So hast du ein sehr, sehr kleines, handliches Instrumentchen vor dir. In Verbindung mit dem kleinen Korpus macht das Ding wirklich sehr viel Spaß zu spielen. Sattelbreite hier oben ist 44,5 mm und das ist auch die Sattelbreite, wo ich denke mal, dass das, also für mich ist es auf jeden Fall die passendste. Ich habe die gleiche Sattelbreite auch bei einer Yamaha LJ26 und da finde ich sie auch geil. Also diese 44,5, das ist wahrscheinlich eine Zahl, die mir ganz gut gefällt. Die Gitarre klingt sehr laut. Also ich habe ja jetzt kein Mikrofon hier mehr vor mir stehen. Die Gitarre ist sehr laut im Vergleich, vor allem im direkten Vergleich zur Lakewood. Ne? Das ist ja die da hinten hängt. Vergleichsvideo, wie gesagt, machen wir noch. Da finde ich sie druckvoller als das Gegenstück von Lakewood. Aber da kommen wir, wie gesagt, in einem anderen Video nochmal zu. Insgesamt ist es ein sehr, sehr geiles Instrument und ich habe wirklich sehr, sehr große Freude daran. Und ich finde sie schön. Achso, wir haben hier unten noch die ganzen Sachen noch nicht behandelt. Ne? Nämlich Batterieeinschubfach und eben unseren Gurtpin. Ja, dann habe ich die gebraucht gekauft und habe gedacht, Heidewitzka, ey, in was für ein Zustand ist denn die? Also das ist eine Gitarre, die wirklich nicht günstig ist. Ich habe diese Info von Taylor bekommen, sage ich euch sofort, was sie mal Retail gekostet hat, nämlich 3.985 € ist der angestrebte Retailpreis von der, also unverbindliche Preisempfehlung. Das finde ich schon sehr viel Geld für ein Instrument und in dem Zustand, wie ich sie bekommen habe, zeige ich euch jetzt einfach mal. Es war ja nicht nur, dass die Bünde angelaufen waren und irgendwie die ganze Gitarre dreckig war. Die Gitarre hatte auch eine Seitenlage, wo man, also, dass der Vorbesitzer damit spielen konnte, echt krass. Also wirklich Hut ab, ne, was echt krasse Fingermuckis. Aber das war nicht zumutbar. Es war irgendwas 3,7 mm oder was, Seitenlage. Bei so einem Instrument muss das nicht sein. Wir haben jetzt haben wir 2,25. Warte, ich blende euch dazu ein Foto ein. Irgendwas zwischen 2 und 2,25. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Seitenlage, mit der man arbeiten kann. Ich muss mich jetzt hier einfach noch mal kurz zu Wort melden. Ich bin gerade am Schneiden und mir fällt gerade auf, dass ich was vergessen habe, nämlich was verdammt wichtig ist in Verbindung mit dieser Gitarre. Die Seitenlage war ja so extrem hoch und jetzt ist sie, und jetzt ist sie auf jeden Fall in einem Bereich, der wirklich okay ist. Ne? Das Problem ist, du kriegst es nicht so einfach eingestellt, weil Taylor liefert kein Werkzeug mit, damit du den Hals, also die Seitenlage einstellen kannst. Und da habe ich auch mit Taylor telefoniert gehabt, wie ich schon erwähnt hatte, und musste eben für dieses Ding von Viersen nach Köln fahren, zum Music Store, und mir das Ding abholen. Und wenn man sich das hier mal so anguckt, da bist du eine ganze Menge unterwegs. Das sind nämlich genau 67 Kilometer. Mit anderen Worten bin ich 130 Kilometer dafür gefahren, dass ich den Hals einstellen kann und somit die Seitenlage. Das finde ich nicht okay. Also nicht bei einem Premium-Instrument. Was meint ihr? Sehe ich das falsch oder bin ich da der richtigen Meinung, dass ein Halseinstellwerkzeug, so nennen wir es jetzt einfach mal, einfach bei Auslieferung dabei sein soll? Oder sagt ihr, ach, den stellt man eh nicht ein, den lässt man einstellen, da muss keiner dabei sein? Wäre cool, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt. Gut, dann haben wir es eigentlich schon geschafft hier mit der Gitarre. Diese hier hat, also ich habe jetzt keine Macken entdeckt. Sie hat natürlich hier unten so ein paar, klar, Plektrumspuren hier unten am Schlagbrett, aber ansonsten, also die Buntstäbchen haben keine Riefen. Ja, keine ist jetzt übertrieben, aber jetzt, also nichts, was man jetzt irgendwie, ich blende auch dazu mal ein Foto ein, wie der Hals jetzt hier oben aussieht. Also das ist wirklich, der Zustand ist wirklich genial. Du hast natürlich
Mini-Kratzer hinten am Korpus, aber was willst du machen? Ne? Das passiert halt, wenn du sie spielst. Du hast die Kratzer auch hier, leichte. Aber alles in allem ist es ein traumhaft schönes Instrument in einem unglaublich guten Zustand. Alles andere ist natürlich Geschmackssache, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. In diesem Sinne sind wir durch hier mit der Taylor 712E 12 Fret aus 2015, habe ich ganz vergessen zu sagen. Genau, Baujahr 2015, Lutzfichte, Indian Rosewood und Improved Bracing. Heißt das so? Die haben irgendwie so ein anderes Bracing da rein gemacht. Improved X Bracing, das heißt, es ist ein Performance Bracing, also eine Zwischenstufe zwischen dem klassischen X Bracing und dem V Bracing, was die im Moment machen. Ja, wie gesagt, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Haut rein, abgehen. Ciao.